Ein paar Minuten nach Sonnenaufgang an einem 12. November gegen Ende des Jahrtausends. Der Anfang unserer Reise durch die Zehnerpotenzen der Zeit. Von einer einzelnen Sekunde ausgehend werden wir alle 10 Sekunden die Darstellung einer jeweils 10-mal kürzeren Zeitspanne sehen, bis herunter zu einer winzig kleinen Attosekunde. Dann kehren wir um und zeigen immer länger werdende Zeiteinheiten bis über das Alter des bekannten Universums hinaus. Unsere Reise beginnt auf der Terrasse eines Hauses in Los Angeles, Kalifornien. Eine Frau füllt Wasser in ein Gefäß. 10 hoch 0, eine Sekunde. 10 hoch minus 1. So weit hat sich das Wasser in einer Zehntelsekunde bewegt. Das Wasser ist der erste Maßstab unserer Reise. 10 hoch minus 2 Sekunden, nah an der Grenze der menschlichen Reflexe und der Belichtungszeit eines normalen Fotoapparats. Ein Tausendstel einer Sekunde. Die Luftblasen und der Hochdruckstrom bleiben verschwommen. Um diese Intervalle zu fotografieren, brauchen wir schon besondere Technologien. Dabei haben wir unsere Reise gerade erst begonnen. 10 hoch minus 4, etwa 100.000 Wassermoleküle, verdunsten von einer kleinen Oberfläche. 10 hoch minus 5, ein Lichtstrahl hätte knapp 3 Kilometer zurückgelegt, denn er bewegt sich mit 299.792,458 Kilometern pro Sekunde. Bei einer Mikrosekunde würde uns sogar eine fliegende Gewehrkugel stillstehend vorkommen. Wir nähern uns den Grenzen der stroboskopischen Fotografie. Wir ändern unseren räumlichen Maßstab auf einen Bildausschnitt von nur 100 Angström Breite, exakt dort, wo Düse, Wasser und Luft aufeinandertreffen. Nun scheint das Wasser wieder zu fließen. Bei so kurzen Zeitmaßstäben benutzen wir Computersimulationen, um jede Zeiteinheit durch einen 10 Sekunden langen Trickfilm darzustellen. Nanosekunden, der Zeittakt eines Computers. Wir sehen 3 Aggregatzustände, die thermische Bewegung der Flüssigkeit, die statische Verschwommenheit der festen Messingdüse und dünne Spuren der gasförmigen Luft. 10 hoch minus 10, ungefähr die Zeit, die ein Lichtstrahl braucht, um sich durch Ihr Auge hindurch zu bewegen. Beachten Sie, Sie sehen keine wirkliche Atomoberfläche, sondern nur die Darstellung einer Schale, in der man mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die Elektronen des Atoms findet. Eine Pikosekunde. Jetzt ist unser Zeitmaßstab so kurz, dass sogar einige Atomschwingungen allmählich aufhören. In allen Skalen sind Zeit und Raum eng verbunden. Jetzt kommen wir mit jeder Potenz an immer kleinere zeitliche und räumliche Abstände heran. Bei 10 Femtosekunden sind auch jene Streckungsbewegungen der chemischen Bindungen zum Stillstand gekommen, die 10 hoch 14 Mal pro Sekunde erfolgen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Wir zerlegen die Zeit in immer feinere Scheiben. Stillstand von Wasser und Molekülen in bestimmten Zeiteinheiten führt zu dem Wunsch, auch ein Elektron aufhalten zu können. Aber das wird nicht geschehen. Ein Elektron würde 100 Attosekunden benötigen, um die Oberfläche der Elektronenhülle zu umrunden. Aber die Kleinstwelt der Quantenwahrscheinlichkeiten lässt sich nicht so leicht darstellen wie die größeren Zeitmaßstäbe. Selbst bei einer Attosekunde, das sind 10 hoch minus 18 Sekunden, das kleinste Zeitintervall, für das wir eine Bezeichnung haben, können wir schon nicht mehr sagen, wo sich ein einzelnes Elektron befindet, sondern nur, wo es sein könnte. Daher würde eine Fortsetzung dieser Reise durch weitere Größenordnungen der Zeit uns nur ein ähnliches Bild präsentieren, immer kleinere Aufenthaltsorte mit ähnlichem Informationsinhalt. Wir verlassen die Mikrozeit und gehen 18 Zeitpotenzen zurück zum Füllen des Glasgefäßes. Insgesamt haben wir bis jetzt eigentlich nur wenig mehr als eine Sekunde behandelt. Nun werden wir unsere Reise fortsetzen, indem wir alle 10 Sekunden 10 Mal mehr Zeit darstellen. Wir reisen also über einen Zeitraum von 10 hoch plus 18 Sekunden, das sind mehr als 31 Milliarden Jahre. In Echtzeit sehen wir, wie sie bei Morgenlicht durch den Raum geht. Es dauert 10 hoch 1 oder 10 Sekunden. Es ist nach wie vor der 12. November. Nach jeder der ersten 7 Potenzen von 10 wird eine Kerze angezündet. Wenn die 7. nach fast 4 Monaten angezündet sein wird, so haben wir gerade mal ein 10 Milliardstel des Erdalters dargestellt. Wir beschleunigen immer mehr. Der langsame Sonnenaufgang wird immer schneller.
Bei 1000 Sekunden, das heißt 16 Minuten und 40 Sekunden seit dem Anfang der Reise, wird es Zeit für die dritte Kerze. Ein Merkmal unserer 10-fachen Beschleunigung ist, dass alle 4 dieser Kerzen innerhalb der nächsten 10er-Potenz erlöschen werden und die 5. scheinbar innerhalb von Augenblicken. Jeder Tag vergeht wie im Flug. Die Blumen verwelken und das Wasser im Gefäß verdunstet. 11 Tage. 1 Million oder 10 hoch 6 Sekunden sind schon vergangen. Zuerst ein einzelner Mondzyklus, nun eine ganze Jahreszeit. Jetzt erreichen wir die Zeitspanne eines Menschenlebens und das menschliche Gesicht wird unser Zeitmesser. Genau wie bei der Mikrozeit entfaltet sich die Geschichte durch mehr als eine Art der Darstellung. 3 Jahre, das Wachstum des Mädchens beschleunigt sich. Gleich wird das Mädchen eine Frau von 31 Jahren, eine Menschengeneration, 1 Milliarde Sekunden. Als sie das Gefäß füllt, ist sie 59 Jahre alt. Wir reisen jetzt rückwärts in der Zeit. Statt eines Menschenlebens als Zeitmaß verwenden wir nun geschichtliche und erdgeschichtliche Zeiträume. In einer Darstellung der Erde vor 310 Jahren scheinen die Wälder Amerikas zurückzukehren. Dann die Zeit Simbabwes, der Geburten des Propheten Mohammed, von Jesus, Buddha und Konfuzius. Die Mahabharata war noch nicht geschrieben, Jericho noch nicht gegründet, die Eiszeiten dringen vor und ziehen sich zurück. Um die Zeit der Wanderung der Menschen in die neue Welt präsentieren wir einen umfassenderen Blick der Erde. Jede Sekunde repräsentiert jetzt 100.000 Jahre und bei der nächsten Potenz wird jede 1 Million darstellen. Die Kontinente fangen an, sich zu bewegen. Die meisten Spuren ihrer ehemaligen Umrisse verschwinden völlig. Dieses kurze Aufflackern war das KT-Ereignis. Vor 65 Millionen Jahren traf ein massiver Asteroid die Erde. Dadurch wurden die Dinosaurier vermutlich ausgerottet. Unsere 10er-Potenzbeschleunigung ist jetzt so schnell, dass die rotglühende Erdoberfläche erscheint. Vor 3 bis 4 Milliarden Jahren trifft ein Gegenstand so groß wie der Planet Mars die Erde. Dadurch entsteht der Erdtrabant, der Mond. Die Entstehung der Erde fand vermutlich etwa 10 bis 15 Milliarden Jahre vor dem Füllen des Glasgefäßes statt oder 10 hoch 17,6 Sekunden. Unsere Reise durch die Zeitpotenzen führte bis zum Rand unserer Vorstellungskraft, bis hierhin, zu einem Symbol des frühen Universums. Ein Blick in die Zukunft. Vom Füllen des Glasgefäßes an lassen wir die Zeit bei gleicher 10-facher Beschleunigung vorwärts laufen. Durch die Sonne verglüht die Erde in 5 Milliarden Jahren. Danach kommen 10 Milliarden Jahre im Sog eines lang verschwundenen Sterns. Eine Zeitreise also, die von ihrem uns bisher bekannten Ursprung bis zu einer Zukunft, die wir uns gerade noch vorstellen können, 31 Milliarden Jahre oder 10 hoch 18 Sekunden dauert. Wenn die winzige fraktale Attosekunde eine Einheit darstellt, dann ist die Gesamtdauer dieser Zeitspanne 10 hoch 36 Einheiten lang. Eine 1 mit 36 Nullen.